Hallo, heute möchte ich euch einen Experten für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 vorstellen, den Closer, der unter bestimmten definierbaren Bedingungen eine oder mehrere Positionen schließt. Also entweder die Position des Chartsymbols oder alle anderen Positionen. Das ist dafür geeignet, wenn man ganz aus dem Risiko raus will, wenn man sich zum Beispiel einen festen Betrag als Risiko für den Handelstag setzt. Das würde man dann beispielsweise hier oben machen, Close by Equity. Wenn eine Grenz-Equity erreicht ist, dann schließe alle Positionen, lösche alle schwebenden Orders und vielleicht schließe noch das Terminal oder zumindest alle anderen Charts und damit auch Experten, damit keine neuen Orders generiert werden können. Im oberen Bereich befinden sich die Trigger. Wenn einer dieser Bedingungen erfüllt ist, dann werden eben die Positionen geschlossen, die hier angewählt wurden durch die Filter und eben angewendet entweder auf das Chart-Symbol, in diesem Fall, oder auf alle Symbole. Der erste Trigger ist Close by Equity. Je nachdem, ob ihr einen größeren Wert als die aktuelle Equity eintragt oder einen niedrigeren, bedeutet es entweder ein Take Profit oder ein Stop Loss. Und das gilt für alle Felder hier. Ebenso auch für den Profit, das ist ja der Symbol Profit. Ich eröffne mal eine Position. Gehen wir mal im Bitcoin Short. Und jetzt seht ihr ja hier den Symbol Profit und wenn man mehrere Positionen jetzt hätte, dann würde noch ein Gesamtprofit dazukommen als Summe aller Einzelprofite. Ja, also hier der Gesamtprofit ist möglich, ihn einzugeben. Zum Beispiel, sage ich jetzt, wenn ich 10 im Profit bin, dann bitte diese Position schließen. Und dann seht ihr rechts auch so einen Indikator loslaufen, der zählt von 0 bis 100%. 100% bedeutet, dass ihr den Profit erreicht habt. Ein negativer Wert bedeutet, dass ihr euch von dem Ziel, was hier, also von dem Zielwert in diesem Feld entfernt. Ein positiver Wert bedeutet, dass ihr auf das Zielfeld zugeht. Also je nachdem, ob dieser Profit jetzt als Stop-Loss gedacht ist oder als Take-Profit, ändert sich natürlich auch die Bedeutung eines Indikators mit negativem Vorzeichen hier, Prozentindikators. Ja, dann wie gesagt, das Symbol Profit ist auch möglich. Also in dem Fall hat es jetzt die gleiche Bedeutung wie das Profit, weil wir nur eine Position haben. Dann Close by Deposit Load. Das Deposit Load ergibt sich aus der Division des aktuellen Margin durch die Equity mal 100. Und hier unten dieser Indikator zeigt euch das aktuelle Deposit Load an. Das ist ja auch ein Risikoindikator. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser, also desto weniger seid ihr im Risiko. Und hier könnt ihr eben auch eine Ziel- oder Grenz-Deposit-Load angeben. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel angeben würde 5, ja, dann würde die Position geschlossen werden, wenn das Deposit Load auf 5 abgesunken wäre. Das würde bedeuten, dass hier der Profit der aktuellen Position wesentlich steigen müsste, ne? Weil die Equity ja dann größer wird und die Division aus Margin und Equity kleiner. Dann ein bestimmter Preis, ja, je nachdem, was ich jetzt hier eintrage. Ich könnte jetzt einen Preis oben drüber eintragen, zum Beispiel 96.700. Dann wäre das bei einer Short-Position ein Stop-Loss und ihr seht hier, gleich ist ein Stop-Loss eingetragen. Ihr könnt aber auch anwählen, dass es virtuell sein soll, wenn ihr Angst vor Stop-Fishing habt, und dann ist dieses Stop-Loss nur virtuell, also jetzt hier unten ist es gelöscht worden und hier seht ihr so eine türkisfarbene Linie. Und wenn es unter dem aktuellen Preis wäre, dann ist es eher ein Take-Profit, also zum Beispiel 95.500. Und das war jetzt ein bisschen doof gewählt, 95.750.
Und dann seht ihr hier die Stop-Loss-Linie, die virtuelle auftauchen. Und wenn ihr es umschaltet, ja, dann ist das wieder ein echtes, Take Profit ist das jetzt, und hier wäre es also ein echtes, auf dem MetaTrader Broker Server arbeitendes Take Profit. Schließlich noch zum Beispiel das Hoch der letzten n Bars. Also hier tragt ihr einfach die Anzahl der Bars ein, auf die sich das Hoch bezieht oder aus denen sich das Hoch ergibt. Zum Beispiel 100, das ist jetzt natürlich dann ein Stop-Loss bei einer Short-Position. Ich klicke das an und dann, das wäre also das Hoch der letzten 100 Bars. Und ihr könntet natürlich auch angeben, das Low der letzten 100 Bars beispielsweise als Take Profit. Und dann habt ihr eben diese beiden Werte. Schließlich noch ein Stop-Loss oder Take Profit, wenn der gleitende Durchschnitt berührt wurde. Hier gebt ihr einfach die Länge des gleitenden Durchschnitts ein. Also diese blaue Linie ist der 20er Durchschnitt, können wir ja als Stopplinie nehmen. Also zum Beispiel 20er Moving Average mit einer Standardabweichung. Hier könnt ihr auch eintragen 0,5 oder je nachdem, ne, was euch beliebt. Also typisch wäre natürlich eine Standardabweichung. So, und dann seht ihr das Stopp hier gesetzt. Und schließlich noch die Zeit. Hier könnt ihr zu einem bestimmten Datum und Uhrzeit schließen, wobei im Uhrzeitfeld könnt ihr auch eingeben, also wenn der Experte gestartet wurde, habt ihr immer das aktuelle Datum hier drin. Und im Uhrzeitfeld könntet ihr jetzt eingeben, zum Beispiel plus 10. Ja? Würde heißen, in 10 Sekunden Return drücken, dann Close anhaken, hier vielleicht noch mit jedem Tick aktualisieren. Jetzt tickt es natürlich gerade nicht. So, hier ertönt eine Fanfare, weil ihr hier ein positives Profit and Loss habt. Und wenn ihr einen entsprechenden, also in der vergangenen Periode, P&L-Periode, das hier ist eine P&L-Periode und die wird immer eröffnet, wenn eine Position geöffnet wird und geschlossen, wenn eine Position geschlossen wird. Das sind dann immer so P&L-Perioden. Und die P&L, die da gemessen wird, ist nichts anderes als die aktuelle Equity oder die Equity beim Schließen, beim Wiederschließen der Position im Minus der Equity, als die Position eröffnet wurde. Und diese Runtime P&L, das ist die Differenz aus der aktuellen Equity und der Equity, die vorhanden war, als ihr den Experten an den Chart angeschlagen habt. Was ich eben nebenbei erwähnt habe, ist dieses Check on every Tick, und das bedeutet einfach, dass diese Bedingungen hier werden überprüft mit jedem Tick. Wenn das aus ist, dann nur, wenn die Bar geschlossen ist, also mit jeder neuen Candle sozusagen. Wenn eure Maschine ja, so normal, sage ich mal, eine normale Leistung hat, dann könnt ihr ruhig Check on every Tick anlassen. Dann werden auch diese Prozentindikatoren aktualisiert und insgesamt praktischer. Jetzt noch kurz zu den Filtern. Also hier könnt ihr einfach einstellen, welche Positionen geschlossen werden sollen. Und wenn ihr hier Apply for All Symbols angehakt habt, dann betrifft es auch die Positionen aller anderen Symbole. Also zum Beispiel wollt ihr nur Long-Positionen schließen oder nur Short-Positionen. Beides macht natürlich keinen Sinn. Deswegen sind die hier exklusiv. Aber ihr könnt es kombinieren mit profitablen Positionen oder nicht profitablen Positionen, wobei das hier auch wieder exklusiv ist natürlich. Ja, schließlich noch Cancel Pending Orders, was defaultmäßig angehakt ist, heißt nichts anderes, als wenn die Position geschlossen wird, auch alle schwebenden Orders für die betroffenen Positionen, Symbole ebenfalls gelöscht werden, damit natürlich nicht ungewollt neue Positionen entstehen. Und noch diese beiden Flags hier bedeuten, was passiert nach dem Schließen, zum Beispiel Close Other Charts bedeutet, alle anderen Charts werden geschlossen, damit natürlich auch die Experten deaktiviert, oder
das ganze Terminal schließen. Und das ist vielleicht geeignet, um eurem Handelstag einfach ein bestimmtes Risiko zu verordnen. Ja? Also zum Beispiel, ihr könnt hier oben relative Werte eingeben. Ihr sagt einfach, ihr startet den Handelstag, die Equity ist 990 und ihr sagt, ich möchte nicht mehr als 10% verlieren. Dann gebt ihr hier oben ein, minus 10 und ein Prozentzeichen. Und das wäre dann die Grenz-Equity. Hier anhaken, dass sie aktiv ist, Close Terminal angehakt, Cancel Pending Orders angehakt. Ja, und dann könntet ihr frei nach Schnauze traden, würdet eurem Traden aber einen äußeren Rahmen geben. So, und für euer Traden pro Symbol oder auf einem bestimmten Chart könntet ihr den Experten nochmal anschlagen und dann eben andere für den spezifischen Trade geeignete Ausstiegskriterien wählen. Und auf diese Weise kann man dem eigenen Handeln schon ganz schön viel Struktur verpassen und ihr wisst wahrscheinlich auch oder habt schon die Erfahrung gemacht, wenn man ohne großen Plan tradet, das kostet nur Geld. Und dieses Teil kann euch schon mal so mit einem mehr oder weniger einfachen Mechanismus davor bewahren, zu chaotisch zu traden und das wird im Endeffekt eine ganze Menge Geld sparen. Den Experten gibt es in unserem Webshop, im TradeCommander.com Webshop, aber auch auf dem MetaQuotes Market und kostenlos gibt es ihn für den MetaTrader Interactive Brokers Orderkopierer. Eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen, nämlich diesen Close Market Button. Hier könnt ihr einfach explizit die Positionen schließen, die hier angewählt sind. Und danach werden aber auch eben entsprechende Aktionen ausgeführt. Also wenn ihr jetzt hier Close Terminal angehakt habt und ihr schließt eine Position mit dem Close Market Button, dann wird auch das Terminal geschlossen. Das werde ich aber jetzt, ich demonstriere vielleicht noch eine dicke Long-Position, anhand derer ich euch nochmal diesen Deposit-Indikator erläutern kann. Jetzt geht ein Alarm los, weil das Deposit Load bei 50% liegt. Und den Alarm werdet ihr wieder los, wenn ihr eben das Deposit Load wieder unter die 50% shiftet. So, gesagt, getan. Diese 50%, dieser Grenzwert, der lässt sich einstellen beim Anschlagen des Indikators über die Parameter und steht hier unten. Und wenn ihr den Sound nicht haben wollt, dann einfach hier auf False setzen. Aber ich meine, das ist ein ganz guter Weg, ja, um euch darauf hinzuweisen, dass ihr das Risiko, das ihr eingeht, einfach zu hoch ist. Ja, und jetzt demonstriere ich nochmal, was passiert, wenn man hier auf Close Market drückt. Dann wird eben die Position geschlossen und das Terminal ebenfalls. Tja, ich hoffe euch mit diesem Experten ein nützliches Werkzeug vorgestellt zu haben. Es dürfte am ehesten für diejenigen geeignet sein, die noch nicht wirklich einen Tradingplan haben. The Closer gibt euch einen äußeren Rahmen, an den ihr euch natürlich dann auch halten müsst. Dazu braucht ihr Disziplin, also zum Beispiel, wenn die Grenz-Equity getriggert wird und Close Terminal ist angeschlossen und das Terminal geschlossen wird, dann nicht nochmal aufmachen für den heutigen Tag, wartet auf den nächsten Tag, jeder Tag bietet neue Chancen. Also das ist einfach essentiell, ohne Disziplin werdet ihr niemals erfolgreich sein. Aber den äußeren Rahmen, den habt ihr eben durch diesen Experten. Das zweite könnte sein, in einem Trade, den ihr eingegangen seid und wisst nicht so richtig, wann ihr ihn schließen sollt, dann könntet ihr zum Beispiel hier dieses dynamische Close über den Moving Average wählen und irgendeine Standardabweichung und als primären Stopp, je nachdem, entweder das Hoch der letzten 100 Bars oder das Tief der letzten 100 Bars. Tja, also vielen Dank für eure Geduld, dieses Video anzuschauen. Hinterlasst mir gerne eure Kommentare. Gerne könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal.